Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. Heute geht es mal um Saugertuning, mal etwas bisschen anderes. Es wird nämlich immer öfter angefragt, und zwar Überholung und Tuning von GT3-Fahrzeugen. Da der Verschleiß durch die hohe Drehzahl relativ hoch ist, hat man halt dolle Abnutzung am Pleuelager, Hauptlager, Zylinder, sonstige Ventile zum Beispiel. Und dementsprechend haben wir uns natürlich was Schönes dafür überlegt. Und zwar, dass man nicht nur eine reine Überholung macht, sondern gleich auch eine Hubraumerweiterung anbietet, was nämlich sehr attraktiv ist, weil wenn man sowieso Kolben und Zylinder neu machen muss, kann man ja auch gleich größere einbauen. Das hier war mal ein 997.1 GT3, 3,6 Liter, 415 PS. Der wird umgebaut von uns jetzt auf 4,3 Liter. Der bekommt auch noch eine andere Kurbelwelle. Deswegen dann halt diese 4,3 Liter. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Teilen, die wir umbauen. Also, wir fangen mal an mit ein paar Pleueln. Das hier sind Pleuel aus einem RSR, wie man hier schön lesen kann, hat mein Papa hier netterweise draufgeschrieben gehabt. Das sind Titanpleuel für 4 Liter plus Umbauten. Also die sind normalerweise gedacht in einer Kombination für eine 4 Liter Kurbelwelle und 102,7 mm Kolben. Dementsprechend kommt man auf 4 Liter. Da 4 Liter aber zu wenig ist, machen wir das größer. Die sind deutlich größer, und zwar 104. Und über diese 104 ist er weggelaufen. Und über die Bohrung durch 104 erweitern wir den Hubraum dann auf diese besagten 4,3 Liter. Ja, was gehört zu diesem Umbau dazu? Also, der Motor wird natürlich erstmal komplett zerlegt, so wie immer, so wie bei allen Motoren. Alles wird gewaschen, gereinigt, vorbereitet und so weiter. Dementsprechend vermisse ich dann erstmal alle Teile, gucke erstmal, wie gut die ganzen Materialien sind und fange dann an, alles nach und nach umzubauen. Klar, Kolben und sowas fällt weg, Kurbelwelle fällt weg und so weiter und so fort. Deswegen fangen wir dann erstmal mit dem Block an. Da kommt eine neue Ölpumpe rein. Man kann entweder die vom 4 Liter kaufen. Die vom 4 Liter hat nämlich eine Aussparung, weil dadurch, dass man jetzt mehr Hub hat an der Kurbelwelle, sind die Wangen jetzt ja weiter auseinander. Ne? Vom Mittelpunkt, wo kann ich das mal schön zeigen? Da ist die Kurbelwelle. So, hoppala. So, wenn man sich jetzt vorstellen kann, das hier ist die Mitte und der Hub am Pleuel ist jetzt ja der Weg, den das Pleuel hoch und runter fährt, beziehungsweise eher der Kolben im Zylinder. So, und wenn man mehr Hubraum hat, kann man das entweder über die Größe des Kolbens machen oder man setzt diesen Zapfen weiter nach außen, damit der Kolben weiter hoch und runter fährt. Damit macht er natürlich mehr Strecke und dementsprechend regeneriert man dann auch mehr Hubraum. So, wenn jetzt aber dieser Punkt weiter hier außen sitzt, und hier sitzt sonst die Ölpumpe im Block. Kann man sich vorstellen, würde er sonst gegen die Ölpumpe gegenfahren. Also Schritt 1, entweder man kauft eine 4 Liter Ölpumpe, die ultra teuer ist, oder man bearbeitet sich eine. So, damit sich das erstmal überhaupt dreht. So, dann gibt es natürlich neue Pleulager, neue Hautlager. Im nächsten Schritt fangen wir dann an, die Wasserkästen zu zerlegen. Weil die Zylinder müssen natürlich raus, die alten, weil da kommen jetzt natürlich neue rein, in dem passenden Maß zu den Kolben. Dementsprechend Kasten einmal gereinigt, komplett auseinandergebaut, einmal gesandstrahlt, neue Ringe ringsrum rein, hier die Abdichtungsringe für die Zylinder. Nicht geplant, beabsichtigt, weil wenn wir hier natürlich überall was runterplanen, wäre nicht so cool. Wir haben nämlich nur geplant am Kopf, um die Verdichtung zu verändern, nicht am Wasserkasten. Wasserkasten haben wir mit dem Haarlineal geprüft, das passt alles soweit. Da haben wir auch möglichst wenig abgeplant, wir wollen nämlich keine Verdichtung oder sonstiges verändern. Es soll alles möglichst seriennah bleiben, damit man immer weiterhin auch mal mit ein bisschen schlechterem Kraftstoff fahren kann, falls man mal ins Ausland fährt und nicht unbedingt gleich Angst hat, dass das kaputt geht. Daraufhin als nächstes fange ich dann an, das ganze Stoßspiel zu messen. Das wird also werden die Kolbenringe in die Zylinder eingelegt, dann wird dann halt einmal das Spiel gemessen. Und zwar, die werden dann so zusammengedrückt und dann geht man da mit einer Fühlerblattlehre dazwischen und dann kann man sich nämlich genau ausmessen. So, hier, komm mal her mit der Kamera, kannst du mal drauf filmen. So, wie man sieht, da ist nicht besonders viel Platz. Das muss man sehr genau einstellen, weil wenn da nämlich eine Differenz ist, hat man später Blow-by oder Leistungsverlust, das Auto fängt an zu qualmen, Druck ist im Kurbelgehäuse, da wo es nicht hingehört. Nicht so gut. Also da sollte man sehr pingelig bei sein. Habe ich extra mal so eine schöne Maschine für gekauft. Super Teil übrigens. Naja. Nachdem ich das alles gemacht habe, fange ich dann natürlich an, die Kolben zu montieren. Die Kolben kommen erstmal einzeln in die Zylinder rein. Die werden durchgeschoben bis zu dem unteren Punkt, dass sie dann quasi hier unten so halb rausgucken. Dann kann ich die Kolbenbolzen reinschieben, kann das dann alles montieren, fertig bauen. So, damit werden dann Kolben und so weiter montiert. Ach, eine Sache habe ich ganz vergessen. Vorher fange ich natürlich an, einmal alle Pleuel zu montieren. Also schraube die einmal komplett zusammen mit Lager, Schrauben und so weiter. Fange die dann alle an zu wiegen und mache mir dann eine Liste, welches Pleuel wiegt wie viel und so weiter und so fort. Daraufhin balanciere ich das dann aus auf der Kurbelwelle, dass die Gewichte gleichmäßig verteilt sind und auch wiederum zu dem Gewicht des Kolbens passen.
Weil wenn man jetzt natürlich 9000 drehen möchte, sage ich jetzt einfach mal, und die Gewichte sind sehr unterschiedlich, kann man sich vorstellen, gibt es eine dolle Vibration in dem Kurbeltrieb und dann fallen einem andauernd die Schwungräder ab oder die Riemenscheibe und so weiter. Alles Mist, sollte man sehr genau messen und gucken. Habe ich alles gemacht, alles geprüft, Kolben habe ich gemessen, dementsprechend puzzle ich mir das jetzt hier zusammen und baue das dann so zusammen, dass die Gewichte alle ausgeglichen sind und jede Paarung das gleiche Gewicht hat oder maximal 1 Gramm Unterschied, das zu vernachlässigen beim Boxer. So. Dann haben wir hier die Köpfe. Die Köpfe müssen einmal komplett überholt werden. Wie man sieht, da sind überall neue Ventilschaftführungen reingekommen. Das hat nämlich damit zu tun, dass die Ventile sehr schwer sind. Dadurch, dass sie so einen riesen Teller haben, sind die natürlich unglaublich groß und sind sehr schwer. Dadurch, dass sie schwer sind, fangen die an, sich da drin relativ doll zu bewegen, weil es immer viel Gewicht ist, was angehoben wird. Und daraufhin kann sein, dass das so arbeitet, in diesen Richtungen, und dann schlägt die Ventilschaftführung aus. Nicht so cool. Hat man später Ölverbrauch, läuft das Öl später dran vorbei, in den Brennraum verbrennt man mit, nicht so toll. Deswegen werden als erstes dann die Ventilschaftführung erneuert. Die Ventile werden natürlich in dem Zuge einmal gesandstrahlt, einmal poliert, ne, werden dann einmal auf Dichtheit geprüft. Und daraufhin bekomme ich dann alles zurück und baue dann einmal alles schön wieder zusammen. Abgesehen davon haben wir in dem Fall auch noch eine Auslasskanalbearbeitung gemacht, damit auf jeden Fall nach jedem Verbrennungszyklus keine Restabgase mehr im Brennraum sind und immer maximale Leistung gewonnen werden kann. Weil hier ist leider nicht so cool wie beim Turbo, wo du sagst, ich mache einfach ein Zehntel mehr Ladedruck und dann passt das schon. Nein, hier kämpft man quasi um jedes PS. Deswegen werden hier die Köpfe auch so unglaublich groß gefräst. Glücklicherweise sind die original auf der Einlassseite schon bearbeitet, auslassseitig auch, aber nicht so groß, wie wir das gerne haben möchten. Also, das hier sind jetzt die originalen Nockenwellen aus dem Auto. Die fahren später natürlich nicht mehr mit, da wir deutlich mehr Luft im Brennraum haben wollen, um mehr Leistung zu regenerieren, muss die Nockenwelle mehr Hub haben. Mehr Hub heißt, man kann hier, messe ich hier einmal den Grundkreis, das ist der Grundkreis, und dann kann man den Messschieber ganz rausfahren, dann fährt man aufs maximale Maß, und wenn man das beides subtrahiert, also quasi das Maß von dem Maß abzieht, kommt man auf den Hub, was die Nockenwelle hat. So, man möchte relativ viel Hub haben, damit das Ventil weit aufsteht, damit die Luft, die reinströmt, nicht auf dem Ventil abprallt und wieder zurück möchte. Sobald das Ventil auf ist, desto einfacher ist es für die Luft, in den Motor zu gelangen. Punkt 1. Punkt 2 ist dieses Profil hier. Wie lange ist überhaupt der Nocken geöffnet und wie lange kann die Luft überhaupt einströmen? Dieser Nocken wird natürlich deutlich breiter später ausfallen, weil man natürlich länger das Ventil geöffnet haben möchte, um deutlich mehr Füllung im Brennraum zu bekommen. Deswegen, die hier fahren später nicht mehr mit. Weder Einlass noch Auslass. Da kommen andere rein, da haben wir nämlich was Eigenes für. Sagen wir nämlich nicht, was wir da verbauen. Das macht nämlich mein Papa schon seit Jahren selber. In dieser Ausführung 4,3 Liter, denke ich mal, werden wir so um die 430 PS regenerieren können. Wir werden jetzt mit diesem Umbau keine 9000 drehen, sondern nur 8,5. Einfach nur, damit das möglichst langlebig ist. Wenn man jetzt noch mehr Endleistung haben möchte, kann man aus dem 4,3 Liter, kann man den auch 9000 drehen lassen. Fährt nicht mit der originalen GT3 Ansaugbrücke, sondern baut eine deutlich größere Ansaugbrücke noch drauf. Dann kommt man auf knappe 550 PS. Was ich finde schon ganz schön cool ist, wenn man sich überlegt, man kauft einen 997.1 GT3 mit 3,6 Litern, 415 PS und baust den dann um auf 550 Sauger-PS mit 9000 Umdrehungen. Also ich glaube, die Emotion, die man in dem Auto hat, ist anders. So, das war es aber eigentlich erstmal im Großen und Ganzen. Ich wollte das hier eigentlich nur einmal kurz grob überfliegen. Einmal zeigen, was wir hier machen, weil das halt einfach mit allen GT3-Fahrzeugen möglich ist. Also man kann es mit dem 996 GT3 machen. 997 GT3, Punkt 1, Punkt 2, ist völlig egal. Man kann sich auch einen 996 Cup oder 997 Cup kaufen. Ist völlig egal, können wir alles genauso machen. Oder du hast einen 997 oder 996 Carrera mit Motorschaden und kaufst den GT3-Motor. Dann baut man so ein schönes Paket hier, baut das da ein und hat richtig Spaß damit. Ja. Ich würde sagen, ich fange jetzt hier an, ein bisschen weiter zusammenzubauen. Wir filmen hier mal ein bisschen was, damit ihr noch ein bisschen mehr zu gucken habt. Und ich sage erstmal auf Wiedersehen. Jetzt geht's los. So. Ding, 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 ding. Hey, hast du ein Problem da hinten oder was? Probleme habe ich hier überall genug, ich muss mich nur umgucken.